Nun geht's wirklich los. Auf die erste Etappe des ACT Italia. Auf kleinsten Straßen und vielen Offroad-Sektionen von der Region Emilia-Romagna bis zur Region Marken. Mit gemischten Gefühlen wachten wir am Morgen auf. Zum einen, weil Helmut jetzt wieder zu Hause gegen das Wasser kämpfen musste. Zum anderen, weil auch wir schon wieder Wasser von oben bekamen. Aber wir ließen uns nicht bange machen, noch nicht, und starteten unsere Tour mit einem gemeinsamen Foto auf dem Rathausplatz in Bertinoro. Gentlemen and Lady, please start your engines. Dummerweise fiel mir meine Kamera zu Boden, zeigte aber äußerlich keinen Schaden und funktionierte scheinbar. Leider erst zu Hause musste ich feststellen, dass der interne Bildstabilisator beschädigt wurde und daher alle Aufnahmen total verwackelt und unbrauchbar waren. Oh Mann, wie blöd. Hier also der Versuch, aus gemeinsamen Fotos sowas wie einen Film zu erstellen. Auf Teerstraßen kamen wir trotz Regen gut voran, doch ungeteerte Feld- und Waldwege wurden immer rutschiger. Am Nachmittag war es dann soweit. Auf einem völlig aufgeweichten Weg stürzte Matze. Zwar blieb er unverletzt, doch als wir ihm zur Hilfe eilten, blieben wir zu Fuß fast im weichen Schlamm stecken. Mühselig hoben wir das Motorrad wieder auf und zerrten die Fuhre gemeinsam auf festen Boden zurück. Es lag noch reichlich Strecke vor uns, doch es war ungewiss, wie viele solcher unbefahrbaren Stellen es noch geben würde. So beschlossen wir, das Gelände zu verlassen und uns ein Hotel für die Nacht zu suchen. Leichter gedacht als getan. Im Regen ein Handy bedienen zu wollen, kann einen wirklich verzweifeln lassen. Und wenn Booking.com und Google Maps keine Treffer in dem Gebiet zeigen, dann wird's ungemütlich. Gott sei Dank spricht Bea ein wenig Italienisch und so machten wir uns auf zum nächstgelegenen Hotel. Typisch ohne Webseite, ohne Telefonnummer, um vor Ort einfach mal zu fragen. Während der Fahrt dorthin nahm ich dann aus den Augenwinkeln ein unscheinbares Schild wahr, auf dem ich sowas wie Relais gerade noch erkennen konnte. Wir beschlossen, dem Schild in einen Feldweg hinein zu folgen. Und nach ein paar Kilometern, wir wollten schon fast aufgeben, erschien ein tristes Gebäude aus grauem Bruchstein. Sah irgendwie aus wie ein Kloster. War es ja auch mal, erfuhren wir später. Doch inzwischen sollte es ein Hotel sein. Zu unserem Erstaunen öffnete sich eine automatische Glastüre und eine freundliche Stimme hieß uns willkommen. Irgendwie fühlt sich das an wie gerettet. Zum Stiefelbier, noch in dreckigen Klamotten vor der Haustüre, schien auch wieder die Sonne. Biker, was willst du mehr? Es war tatsächlich ein Hotel. Und was für eins. Relais Monastero di San Alberico. Irgendwo im Nirgendwo. Und sie hatten noch ein Zimmer frei. Eins für 3 Personen? Nein, aber eine Suite mit 3 Schlafzimmern. Ob wir uns das leisten konnten? Wir konnten. Es war eigentlich fast günstiger als normale Hotels in der Gegend. Als wir dann die Bar, das Restaurant, vor allem unser Zimmer sahen, wollten wir gar nicht mehr weg. Aus dem Restaurant schon überhaupt nicht. Was für ein Tag mit unglaublichen Aufs und Abs. Irgendwie schade, dass er schon vorbei war.